Welcher ist denn nun besser? Le Parfum oder das Elixier von Jean-Paul Gaultier aus der Le Male-Reihe? Ja, das ultimative Battle steht an, weil das höre ich so oft und ich muss das ja auch mal testen und ja, ich sage euch mal Bescheid, welches besser ist. Bis gleich. Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist a.k.a. Dennis, a.k.a. Fragrance Dog. Der einzig wahre, unerreichte, doch wiedererkannte Fragrance Dog aus Hamburg, der schönsten Stadt Deutschlands. Ist aber gut, ne? So. Le Parfum gegen das Elixier. Das Le Parfum kam natürlich vorher raus. Das war ein Brecher. Und dann war erstmal ja, ein bisschen ruhig und dann kam Elixier, was auch sehr, sehr gut angekommen ist. Aber welcher ist denn nun besser? Das ist die Frage. Oder wenn ihr beide noch nicht habt, welchen solltet ihr euch anschaffen? Das möchte ich jetzt mal euch sagen. Ist natürlich also es ist Geschmackssache. Ne? Das ist jetzt, was ich jetzt sage, ist natürlich das, was ich wahrnehme, aber meistens klappt das immer ganz gut, was ich hier so von mir gebe. Und ich habe, ich glaube, eine gute Trefferquote von 98% und das über die ganzen Jahre. Ich glaube, das ist schon nicht schlecht, wenn man das auf die Menge natürlich zieht. Ne? Ja. So, wir fangen mal. Und was heißt mit einem an? Wir machen das mal so mal querbeet. Wir fangen aber mal so mit dem Le Parfum an. Das ist ein schöner, nicht so süßer Le Male Ableger. Na gut, was heißt, also ja, natürlich, Le Male ist immer ein bisschen süß, aber hier merkt ihr einfach Kardamom an Anfang und dann kommt die Iris, dann kommt Lavendel. Lavendel ist ja grundsätzlich, glaube ich, in jedem Duft drin. Das ist einfach Le Male. Der Matrose, das Original, ist einfach Lavendel Kaugummi-Style. So, und hier habt ihr natürlich auch Lavendel, was habe ich jetzt gesagt, Iris, Lavendel, Kardamom und die Vanille. Aber so eine leicht würzige, ja, Kardamom, dunkle Note hat dieser Duft, der richtig nice ist. Gleich mal vorweg, ich hatte das angeprangert früher. Der kommt hier aus Paris und dann es gab welche, die aus Spanien kamen, aus der Produktion. Die waren von der Haltbarkeit leider, warum auch immer, nicht so gut wie die aus Paris. So, wie das aktuell ist, weiß ich natürlich nicht. So, aber es geht auch gar nicht darum, also ganz zum Schluss werde ich nochmal die Haltbarkeit natürlich erläutern, aber grundsätzlich das ein sehr schöner Kardamom-Duft. Grundsätzlich Kardamom, Iris aber nicht so pudrig und auch nicht so cremig, also ganz normal so ein Backbone plus eben Lavendel und dann kommt die Vanille. Hier haben wir das schon mal mit der Vanille, angeblich nicht, angeblich ist hier keine Vanille drin, also ich persönlich rieche Vanille und nehmen wir mal ganz kurz weg und das ist schon süß. Es ist auf jeden Fall süßer, aber dadurch, bei dem hier, ja, es ist süßer, aber auch spritziger, dadurch ich glaube, ich eine Bergamotte, glaube ich, dabei. Auf jeden Fall, ich muss auch sagen, das, was ich immer rieche, ist, ich finde schon, dass es eine Fruchtigkeit, eine spritzige Fruchtigkeit, so Bergamotten-Style-mäßig ist. Dann haben wir natürlich Lavendel und Minze. Ihr habt die Minze. Die Minze ist sehr kühl hier. Das macht es interessant, aber angeblich keine Vanille drin. Ich rieche schon irgendwie Vanille. Und Iris, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist hier auch nicht drin. Aber was hier eben auch drin ist oder nicht, das ist, ja, spielt im Endeffekt eine Nebenrolle, weil wie gesagt, ich rieche hier Vanille drin, aber angeblich ist keine Vanille. Jedenfalls habe ich das, oder steht das nicht auf so einer bestimmten Seite, wenn ich mich nicht ganz täusche. So, grundsätzlich ist er spritziger und nicht so dunkel. Dadurch ist das Le Parfum maskuliner und vielleicht auch mehr Gentleman. Was heißt vielleicht? Das vielleicht streicht mal. Es ist mehr Gentleman-like. Und ich habe aber immer hier ich habe ihn ja äußerst oft gezeigt und sehr gefeiert, mehr als eigentlich das Le Parfum. Ich muss aber sehen, von der Handarbeit, also sagen wir mal so, ich feiere das Elixier so im Schnitt mehr, weil es einfach mehr potenter ist und einfach, hallo, hier bin ich und einfach mal so ein bisschen jung und süß und so geil, dann dazu noch süß, spritzig und fruchtig und auch ein bisschen frisch. Während hier ist wirklich, ich trage den nicht oft, aber ich habe ihn und ist natürlich nice, weil es ist einfach ein maskuliner, es ist ein Ausgehduft. Auch wenn er ein bisschen süß ist, aber lange nicht so süß wie der und der kommt natürlich sehr, sehr gut an. Aber nochmal muss ich dazu sagen, welcher Jean-Paul Gaultier oder Le Male Ableger kommt der nicht gut an? Jetzt nicht bei euch, insgesamt da draußen.
kommt ja jetzt nämlich ein Aviator. Aviator kommt auch da draußen gut an. Ich habe Aviator. Nicht schlecht, Herr Specht. So, und übrigens muss ich noch mal ganz kurz reinwerfen. Vielen Dank für die Leute, die mich anschreiben, weil ich ja diesen Duft hier, das ist der einzige, den ich noch nicht habe, suche. Da gab es jetzt welche, die mir was geschickt haben, bei eBay einmal, aber bei eBay kaufe ich ungern. Und eben, es gab auf so einer bestimmten Seite das auch, aber das ist super nett. Erstmal danke für die das gemacht haben, falls ihr auch zuguckt hier. Aber ich gebe ungern, ich will da nicht 120, 130 Euro für ausgeben. Ehrlich gesagt, ich kenne den noch nicht mal. Ich habe den habe ich leider nie gerochen. Da bin ich so vorbei, wo es den für 30 Euro, 40 Euro gab, wollte ich ihn immer holen, habe ich nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. Und ich will aber keine 120 Euro für diesen Duft ausgeben. Für einen frischen, was nachher so beliebig ist. Und ganz ehrlich, übertreibt das nicht alle mit dem Verkauf, nur weil der eingestellt ist. Nicht jeder eingestellte Duft ist so viel wert. So, egal was der jetzt oder was die jetzt kosten, das ist aber auch noch was anderes. So, und deswegen, ja, so lasse ich ihn stehen, das ist mir einfach too much, ein bisschen, auch wenn es, ja, und dann ist das so ein bisschen Tester, dann irgendwo, was weiß ich, wo im Ausland gekauft, obwohl er schon lange eingestellt worden ist immer so, ne, aber wie gesagt, für die Leute, die mir das geschickt haben und so weiter und geguckt haben, vielen lieben Dank natürlich, es ist eine nette Geste und so weiter. So, wo waren wir stehen? Auf jeden Fall Gentleman und einfach maskuliner, obwohl er süß ist. So, und ja, wer kommt denn nun besser an? Schwierig, weil tatsächlich, obwohl der ziemlich dunkel ist und maskuliner und im Endeffekt die Süße nicht so hat, obwohl Vanille drin ist, ich bin der Meinung, fast immer die Vanille dabei, aber gut, kommt er hier vielleicht ein Tick besser an, weil es eben die Süße macht und eben, ja, es ist da draußen irgendwie so, dass das eben ankommt. Das ist eben so. Und ja, Haltbarkeit sind sie fast, also eigentlich ähnlich. Also die halten wirklich sehr, sehr gut. Ich finde ihn auch eher ein bisschen stärker und langanhaltender als das Le Parfum. Das mag aber bei jeder Nase anders sein wieder. Ne? Jean Paul Gaultier oder die Le Male-Reihe ist so, manche nehmen den länger wahr, manche nicht, manche nehmen den gar nicht wahr, nach 20 Minuten schon nicht mehr. Aber der hält 9 Stunden und ihr kriegt nach 9 Stunden ein Kompliment. Das ist auch so, sorry. Und deswegen, Flakon ist der natürlich besser. Und ja, aber im Büro ist er mehr geeignet, wenn man das im Büro überhaupt machen möchte, dann ist der besser geeignet. Fürs ganze Jahr, sage ich immer, tragt, was ihr wollt, könnt ihr eigentlich immer machen, aber ist auch eher mehr geeignet. Und zum Date hatte ich das schon gesagt, ne, da ist eher mehr, obwohl, vielleicht, das kommt auch an, Jüngere, wenn ihr ein jüngeres Date habt, denn der, wenn ihr eine Lady habt oder so, würde der wahrscheinlich ankommen. Ja, im Grunde genommen sind das wirklich zwei sehr, sehr geile Flanke und Ableger von Jean Paul Gaultier, ist nervt wahrscheinlich die ganze Zeit, aber ist egal jetzt. Und ja, es gibt für mich eigentlich keinen grundsätzlichen Gewinner, finde ich. Schwer, ganz schwer, weil eleganter, maskuliner, süßer, sportlicher, jünger. Deswegen ist das ein bisschen schwer. Ich finde beide sehr, sehr nice. Also beide, es ist cool. Es ist, sie kommen gut an. Und dadurch, dass er hat einfach die Le Male DNA drinne vom alten Matrosen, auch sogar die alte irgendwie, kriegt sogar wirklich die alte Formel. Und deswegen, das ist hier nicht so gegeben. Deswegen, vielleicht hat er ein ganz kleines Tick die Nase vorne. Aber wenn es um Ladies, also wirklich erwachsene Damen vielleicht kennenlernen oder überhaupt zum Business oder in Meeting, was ich ja nun auch kenne, in Meeting, dann ist das einfach besser als sowas ganz Süßes. Der ist auch süß, aber wie gesagt, das Kardamom ist dunkel, ist schon, ich glaube, im Schnitt schreibt mal unter, wird er wohl besser ankommen. Also, ne, welcher kommt denn für euch besser an? Auf jeden Fall sind es zwei sehr, sehr coole Düfte, die auf jeden Fall 9, 10 Stunden, vielleicht bei manchen mehr, bei manchen weniger halten, aber einfach sehr gut ankommen. Ja, Le Male, Le Parfum und Elixier. Nicht das Elixier Absolut, sondern das Elixier. So, schreibt mal unter, welche findet ihr besser. Grüße gehen raus an meine Mitglieder. Schön, dass ihr dabei seid. Und ja, dann lasst mir gerne einen Super Thanks da, wenn ihr Bock habt. Und übrigens mal eine Frage hier, das bekommt ihr auch die Version. Es gibt immer, dass ich hier einblende, ist immer eine andere. Ich kriege immer die Frage, gibt es diese Jacke auch, die College-Jacke, die gibt es logischerweise auch in meinem Store. Unten in der Videobeschreibung. Also Leute, dann würde ich mal sagen, bin ich raus und bis zum nächsten Mal.